Okay, so hello everyone. We have a bit of time tonight with some interesting questions. Guten Abend euch allen. Wir haben heute Abend etwas Hello. Zeit mit interessanten Fragen. So there's a question, somebody saying that in a recent teaching, I had said several times, it is what it is. Jemand hat gefragt, dass in einer Belehrung vor kurzem ich mehrmals gesagt habe, es ist, was es ist. And the question is, how do we really know it is what it is, since our perceptions are usually distorted? Und die Frage ist, wie wissen wir denn eigentlich, dass es das ist, was es ist, wo doch eigentlich unsere Wahrnehmung schräg ist und verbogen. And we don't perceive things as they really are. Und wir sehen eben nicht Dinge, wie sie wirklich sind. Oh, this is a very important point. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. When we practice in the higher tantras and in Dzogchen, we practice the method of the result. Im höheren Tantra und auch im Dzogchen praktizieren wir nach der Methode des Resultats. We act into the view of the awakened. We take that position on and act into it again and again until it becomes true for us. Wir handeln sozusagen hinein in den Standpunkt des Erwachtens. Also wir nehmen diese Möglichkeit in uns auf und handeln immer wieder so, damit das immer vertrauter wird. That is to say, we have the artificiality of adopting a view, a way of looking. Das heißt, einerseits haben wir das Künstliche des Handelns, als werden wir eine Sicht annehmen. But this view is very closely aligned with how it is. It is the unmodified truth as much as that can ever be expressed in language. Also wir nehmen sozusagen künstlich eine Sicht an, wir stellen uns auf den Standpunkt, aber diese Sicht ist so nah dran, wie wir nur können, an dem, wie Dinge wirklich sind. So just as if you were practicing Tantra, you imagine that you are Padmasambhava. Also zum Beispiel, wenn man Tantra praktiziert, stellt man sich vor, man sei Padmasambhava. And then you invite the pure form, the natural intrinsic form of Padmasambhava to merge into the form you have imagined. Und dann lädt man an einem gewissen Punkt die natürliche Form, die wirkliche Form von Padmasambhava ein, in diese Form, die man selber hergestellt hat, die man selber visualisiert hat, einzutreten. You do that again and again until you gain the experience that indeed you are Padmasambhava, that all appearance is emptiness and all sound is emptiness and all thoughts and feelings are emptiness. Und man tut das wieder und wieder, bis man schließlich zu diesem Punkt kommt, ja, in der Tat bin ich Padmasambhava und alles, was ich sehe, alles, was ich höre, ist Leerheit, alle Formen sind Leerheit, alle Klänge. And similarly, from the Dzogchen position, when we do the Guru Yoga of the White A, und ähnlich ist in der Dzogchen-Position, also wenn man das Guru-Yoga des weißen A's praktiziert. We relax ourselves out of our positionings and assumptions. Dann entspannen wir uns heraus aus diesen Positionen, die wir nehmen und aus diesen Vorannahmen, die wir annehmen. How can we do this? Wie können wir das machen? We are identified with these factors. Wir sind mit diesen Faktoren identifiziert. So this is the difference between your skin and your clothes.
Das ist also der Unterschied zwischen unserer Haut und unserer Kleidung. We wear our skin in a different way from how we wear our clothes. Wir tragen unsere Haut auf eine andere Art und Weise, als wie wir unsere Kleidung tragen. While we're wearing our clothes in the course of the day, the clothes are like a second skin. Während wir tagsüber unsere Kleidung tragen, kommen uns unsere Kleidung vielleicht wie eine zweite Haut vor. People see us in terms of the clothes we're wearing, and they no doubt have some interpretation as to who we are, how we are, on the basis of what they perceive. Menschen nehmen uns wahr, nehmen unsere Kleidung wahr und sehr wahrscheinlich haben sie da durch die Kleidung, die wir tragen, irgendwelche Vorstellungen darüber, wer wir sind oder wie wir für die zu sein scheinen. The clothes are not our true intrinsic presence. Die Kleidung ist nicht unsere wirkliche, intrinsische Präsenz, Gegenwärtigkeit. They are an identity which we manifest to negotiate our being in the world with others. Die sind eine Identität, die wir annehmen, um im Umgang mit der Welt und mit anderen eine gewisse Form anzunehmen. So in the evening we take our clothes off. Also abends ziehen wir dann unsere Kleider aus. In the course of the day, it is as if we are our clothes, we are enclothed. Tagsüber ist es so, als wären wir unsere Kleidung, als wären wir bekleidet. But in the evening we see, oh, this looked like us. It was as if it was us, but it's not me. Aber abends sehen wir dann, naja, so sah ich aus. Das sah so aus, als ob ich das gewesen wäre, aber es war nicht ich. So, in the same way, when we make the sound of ah, we're allowing the clothing, the covering of awareness to fall away, so that there is simply this fresh, naked awareness. Und ähnlich, wenn wir diesen Klang des A machen, dann ist es so, als ob wir das, was das Gewahrsein bekleidet, wegnehmen, wegfallen lassen und dann nur noch das natürliche, einfache Gewahrsein übrig bleibt. The obstacle to this is our attachment to and identification with these mental, emotional clothings. Das Schwierige daran ist, dass wir an diesen geistigen Kleidern anhaften, festhalten wollen. They show my personality, how I am as a person. Die zeigen ja meine Persönlichkeit, wie ich mich als Person verstehe. But of course, this personality has been developed in interactions in the family, school, workplace, and so on. It's not something intrinsic. Aber diese Persönlichkeit, dieses Ich-Sein ist Angeborenes. Es ist ja etwas, was in interaktiven Umständen mit Familie oder Schule oder meiner Arbeit fabriziert wurde. As long as I feel that these thoughts are my thoughts and they tell me about me, then it seems like a violence to let go of them. Solange es mir so geht, solange ich das so empfinde, als wären das meine Gedanken und die sagen etwas über mich aus, fühlt sich das fast gewalttätig an, sie gehen zu lassen. I need them. Ich brauche sie. And so I feel as if I'm being stripped bare. Also fühle ich mich ganz nackt und als hätte mir jemand die Kleider weggerissen. And then, like Adam and Eve being thrown out of the Garden of Eden, we're covering our little private parts. Und dann genau wie Adam und Eva, die aus dem Paradies herausgeschmissen wurden, wollen wir uns ein bisschen verdecken, Teile von uns.
Kuntu Zangpo, our original Buddha, he is not afraid of being naked. Kuntu Zangpo, der ursprüngliche Buddha, hat keine Angst davor, nackt zu sein. But the ego is afraid of nakedness. Aber das Ego hat Angst davor, nackt zu sein. Because the ego feels, if you see my nakedness, then you just think I'm nothing. I won't be anyone. Denn das Ego denkt, wenn du mich ganz nackt siehst, dann denkst du, ich wäre gar nichts, dann bin ich ja niemand mehr. It feels I am my qualities, my skills, my place in the world, my income, whatever qualities seem to define me as me. Es denkt, naja, ich bin meine Qualitäten, mein Verdienst, meine Gedanken, mein Platz oder Status in der Welt, all das ist ja, was ich bin. So, in the dimension of clothing, it is as it is difficult to establish because we're hanging on to a covering as if it was the truth about us, when in fact it's simply an obscuration. Also wenn wir das auf dieser Ebene von Kleidung uns ansehen, dann ist es schwer zu sagen, was es denn eigentlich ist, weil wir halten uns fest an etwas, was verdeckend ist und eigentlich nur im Wege steht, wirklich zu sehen. Our dualistic ego self cannot encounter our naked presence. Unser dualistisches Ego selbst kann nicht mit unserem nackten Gewahrsein wirklich sich begegnen. Because dualistic consciousness is the aspect of our way of experiencing the world whereby we formulate these different kinds of clothing. Denn das dualistische Gewahrsein ist die Art und Weise, wie wir die Welt erleben, indem wir diese verschiedenen Arten von Kleidung anziehen. And this is where you have the subtle seeming paralleling of open and empty as the source of all. Und das ist, wo man eine sehr subtile Parallele hat mit einerseits offen und leer als die Quelle eines jeden. And the view that empty means nothing there, nothing at all, oblivion, a nihilistic annihilation. Und der Sicht, dass Leerheit bedeutet gar nichts, da ist überhaupt nichts da, auf nihilistische Art und Weise, also dass alles zerstört ist und nichts Bestand hat. So in the Mahayana tradition, for example, through the Heart Sutra, we see the emphasis on the non-duality of emptiness and appearance. Also in der Mahayana-Tradition, zum Beispiel dann im Herzsutra, sieht man ja die Leerheit der Unterscheidung zwischen Leerheit und allem, was erscheint. Every thought which arises vanishes. Jeder Gedanke, der auftaucht, verschwindet. But that's not the end. Aber das ist nicht das Ende. Because some other formation will arise, be present for an instant, and then vanish. Denn sofort wird eine andere Form erscheinen, für einen Moment gegenwärtig sein und dann wieder verschwinden. So the more we trust, allowing the mind to move as it moves and ceasing to identify with selected patterns of that movement, also je mehr wir dem vertrauen, dass wir den Geist sich so bewegen lassen, wie er sich bewegt und uns nicht unbedingt identifizieren wollen mit bestimmten auftauchenden Mustern, then the more freedom we have to allow
the co-emergence of what we take to be I, me, myself, with all the factors which are emerging around us. Umso mehr Freiheit haben wir da drin, dieses gemeinsame Auftauchen von dem, was wir als ich oder mich oder mir selbst ansehen, mit all den Faktoren, die um uns herum auch da sind. So in that sense, it is as it is not something that we can know through a dualistic cognition. Insofern ist dieses, was ich gesagt habe, es ist, was es ist, können wir nicht durch dualistisches Erkennen wirklich verstehen. But it is what is revealed when we trust the view and open to it and relax into it. Aber es ist, was entblättert wird, was sich zeigt, wenn wir der Offenheit dieses Sehens trauen und uns da rein entspannen können. Then we taste it directly rather than knowing about it through reliance on concepts. Dann können wir direkt einen Geschmack davon erhalten, statt dass wir uns nur auf Konzepte, die uns das erklären, verlassen. So now the next question is it necessary for us to complete ngöndro to fully practice Mahamudra? Die nächste Frage ist es notwendig für uns ngöndro fertig zu machen, bevor wir Mahamudra praktizieren können? If not, when is it okay for us to go directly into practicing Mahamudra? Und wenn das nicht der Fall ist, wann ist es okay für uns, direkt in die Praxis von Mahamudra einzusteigen? Oh. Ngöndro is this basic preparatory practice that all the Tibetan Buddhist lineages have. Ngöndro sind die vorbereitenden Praktiken, die in allen Übertragungslinien des tibetischen Buddhismus zu finden sind. It usually has 5 parts. Normalerweise besteht es aus 5 Teilen. Each of them is repeated 100,000 times. Und jede davon wird 100.000 Mal praktiziert. And so there is taking refuge with prostrations. Da ist es zuallererst Zufluchtnahme und das ist mit Niederwerfung verbunden. Developing bodhicitta, the bodhisattva attitude. Dann die Entwicklung des Bodhicitta oder der Einstellung des Bodhisattva. Offering the mandala. Das Opfern des Mandala. Doing the vajrasattva purification. Die Reinigung durch Vajrasattva. And doing guru yoga. Und Guru Yoga. These 5 practices repeated again and again are ways of allowing yourself to release yourself from your clothes. Diese 5 Praktiken, die wieder und wieder gemacht werden, sind eine Möglichkeit, uns von unserer Kleidung zu befreien. So when we take refuge in the Buddha, we turn away from fully identifying with our culture, with our gender, with our race, with our education. We see that these are functional factors, but they are non-essential. Also wenn wir Zuflucht nehmen, dann sehen wir, dass all die Dinge wie unsere Kultur, unsere Sexualität, unsere ethnische Zugehörigkeit, unser Beruf, all dieses sind nur Funktionen, die wir in der Welt ausführen. Now, probably most of us are living immersed in the culture of our country. Also die meisten von uns sind ja sehr eingebunden, eingeflochten in die Kultur unseres Landes. Every day we encounter many hooks and invitations to identify with the symbols and practices that will identify us as being a reasonable citizen of where we live.
Jeden Tag werden uns ganz viele Haken oder Erinnerungen begegnen, die uns dazu machen, was wir sind, nämlich funktionierende Bürger dieser Gesellschaft, in der wir leben, unseres Landes. And because these seductions and invitations are freely available everywhere, it's easy to succumb to them. Und da diese Verführung oder diese Einladung überall immer zur Verfügung stehen, ist es ganz leicht, die immer wieder anzunehmen und uns als Teil davon zu empfinden. Therefore, we need to try, from this point of view, we need to try again and again to remind ourselves, I have Buddha nature. I can awaken as a Buddha. That is my true family. Und aus dieser Warte ist es immer wieder wichtig, uns aktiv daran zu erinnern, dass ich die Buddha-Natur habe, dass ich Teil der Buddha-Familie bin, dass ich dazugehöre eigentlich. And similarly, when we recite the verses for developing bodhicitta, we develop an orientation in our life to help all sentient beings. Und auf ähnliche Weise, wenn wir die Orientierung des Bodhisattva, also den Bodhicitta, entwickeln wollen, dann rezitieren wir immer wieder Verse, die damit zu tun haben, dass wir allen fühlenden Wesen helfen wollen. But all around us are advertisings and shop windows and so on, encouraging us to make choices that we want. Make your life work for you. Aber um uns herum natürlich sehen wir Schaufenster und alle mögliche Werbung und alles andere, die uns dazu einladen, uns auf uns selbst zu beziehen, die unser Leben so auszurichten, dass wir Freude daran haben. In my own experience in Europe, the cultural climate becomes more and more isolating, alienated, individualistic. In meiner eigenen Erfahrung hier, wo ich in Europa lebe, ist das Klima der Kultur immer mehr individualistisch und isolierend und selbstsüchtig. And so thinking about myself, protecting my own interests seems kind of normal and what life is all about. Also über mich selbst, an mich selbst zuallererst zu denken und meine Interessen zu verfolgen, scheint das Normalste der Welt zu sein. But to develop the idea, I am going to develop all my capacity and turn it for the benefit of others. That's a very unusual thought. Aber diese Idee zu entwickeln, ich werde alle meine Fähigkeiten versuchen weiterzuentwickeln und die dafür einzusetzen, dass ich anderen Wesen Gutes bringen kann, das ist sehr ungewöhnlich. This is a task which is incredible. Das ist eine wirklich außerordentliche Aufgabe. At the end of the day, if you've been working hard, you're tired. Am Abend, wenn man den ganzen Tag hart gearbeitet hat, ist man müde. But what about all these sentient beings? Aber wie ist es denn mit all diesen fühlenden Wesen? They're waving. Hey, come on, you promised. Die winken uns zu und sagen, hey, hey, komm her, du hast doch versprochen. What about me? Was ist denn mit mir jetzt? Auch bitte. That's hard. Das ist sehr schwer. If I privilege myself, I'm betraying them. Wenn ich mich selbst an erster Stelle sehe, dann betrüge ich all die. If I privilege them, I exhaust and annihilate myself. Wenn ich immer bei denen den Schwerpunkt setze, dann werde ich total erschöpft und selber zugrunde gehen. So what's being required is to make a leap into the positioning of being grounded in infinity. Also worum es hier wirklich geht, ist, dass man eingeladen wird, einen großen Sprung zu machen in einen Grund, der Unendlichkeit bedeutet. Infinite emptiness is my own nature
and from this infinite capacity to help all beings arises. Unendliche Leerheit ist meine eigene Natur und daraus, direkt daraus, erscheint die Fähigkeit, allen Wesen zu helfen. So when we first take the Bodhisattva vow, it's our ordinary identity, our ego identity that takes it. Also wenn wir zuallererst das Bodhisattva-Gelübde ablegen, ist es unsere normale individuelle Identität, die dieses Gelübde ablegt. And we progress in this way, but we make mistakes, we fall back, we're not reliable. Und dann machen wir Fortschritte auf diesem Pfad und dann fallen wir mal zurück oder machen Fehler. Also wir sind nicht sehr verlässlich. So in the Mahayana tradition, they talk about the 7 stages of the Bodhisattva progression. Also im Mahayana, in der Tradition, wird über die 7 Stufen des Bodhisattva-Pfades gesprochen. And when you get to the 7th and move towards the 8th, you move into the irreversible stages. Und dann, wenn man am Ende des 7. ist und dann in das 8. übergeht, dann tritt man ein in wo man nicht zurückfallen, in die Schritte, wo man nicht zurückfallen kann. Because now the basis of your operation or the arising of your capacity is your own empty ground rather than your ego self. Denn von da an sind unsere Fähigkeiten genährt von dem eigenen leeren Urgrund und nicht mehr von der eigenen Identität. So in order to promote that, the practice is repeated again and again. Und um das zu unterstützen, wird diese Praxis halt immer wiederholt. Till it becomes second nature. Bis es, wie man sagt, unsere zweite Natur wird. Because our ego self seems to be our first nature. Denn unser Ego selbst scheint ja unsere erste Natur, also erste Identität zu sein. But actually our first nature is emptiness. Aber eigentlich ist wirklich unsere erste Natur, unser wirklicher Grund ist die Leerheit. Our second nature is unawareness. Unsere zweite Natur, also das ist wie es halt im Englischen gesagt wird, ist Nicht-Gewahrsein. Our third nature is individual wandering in samsara. Und unsere dritte Natur ist das Wandern im Samsara als Individuum. Our fourth nature is to enter into the path of awakening. Unsere vierte Natur ist das Eintreten in den Pfad des Erwachens. And our fifth nature is to awaken to the fact that our first nature is the true nature, which is emptiness. Und unsere fünfte Natur ist das Erwachen zu der Tatsache, dass wir unsere erste Natur haben und dass wir in Leerheit begründet sind. That is to say, we are not progressing to somewhere else, but we are awakening to the fundamental basis. The clothes are falling off and this is naked presence. Das heißt, wir machen nicht Fortschritte in irgendeine Richtung zu einem anderen Ort, sondern wir machen die Schritte dahin, um zu sehen, was wirklich ursprünglich schon da ist. Und das ist unsere Nacktheit, in der wir ohne Kleidung sein können. And we offer the mandala, which is to say, everything which can be imagined or possessed, we offer this to all the Buddhas. Und dann in der nächsten Praxis, das ist die Mandala-Opfergabe, opfern wir alles, was gesehen oder besessen werden kann, opfern wir den Buddhas. We offer because we want to make connection with the Buddhas. Wir opfern das, weil wir eine Verbindung mit den Buddhas machen wollen. We want to please them. Wir wollen ihnen Freude bereiten. And also we want to let go of our attachment. Und auch wollen wir unsere eigenen Anhaftungen loslassen. Especially because the choices that we have made
in terms of our possessions, have been part of the process of individualizing ourselves, becoming our individual personality. Denn die Entscheidungen, die wir gefällt haben in Bezug auf das, was wir besitzen, sind ja Teil unseres individuellen Selbst, wie wir uns selbst verstehen. So by offering again and again the sun and the moon, the rivers, the flowers, the plants, all sentient beings, whatever could enter into the mind, what you are doing is seeing all that I experience is imagined. Also indem wir alles Mögliche, also Sonne und Mond und alle Tiere und Pflanzen und alles Schöne, alle Wesen immer wieder all das opfern, dann sehen wir, dass all das eigentlich vorgestellt ist. I imagine all these phenomena and I believe that they're real. Wir stellen uns all diese Erscheinungen vor, wir glauben daran, dass die echt sind. And I want more of the good ones and less of the bad ones. Und ich will mehr von den Guten und weniger von den Schlechten. So when you offer, you stay with the first point. I imagine all of these things. Also wenn wir das opfern, dann bleiben wir bei diesem ersten Punkt. Wir stellen uns all diese Dinge vor. Without entering into the second point of they are real and some are good and some are bad. Ohne weiter vorzuschreiten da rein, dann in den zweiten Punkt, dass sie echt sind und manche gut und manche schlecht sind. We offer everything. Alles bieten wir an. Nothing remains. Nichts bleibt übrig. This is another way of becoming naked. Das ist eine andere Art und Weise, nackt zu sein. The clothes we put on are not ours. Die Kleider, die wir tragen, gehören uns nicht. Thoughts arise in your mind. Gedanken tauchen in unserem Geist auf. Did you make them? Hast du sie hergestellt selbst? You claim them as yours because they arise in your mind. Du beanspruchst die als deine eigenen, weil die in deinem Geist aufgetaucht sind. But if you relax the tendency to grasp and take hold of them, aber wenn du entspannst darin, in deiner Tendenz, sie festhalten zu wollen und greifen zu wollen, then you see that they come and they go. dann siehst du, dass sie kommen und dass sie gehen. Then it becomes more and more easy to offer them. Und dann wird es immer leichter, sie einfach nur zu opfern. They were never mine. Sie waren ja nie meine. It was only a transient, situational merging into a pattern of appearance. Es war nur ein vorübergehendes Hineinschmelzen in ein Muster von Erscheinungen. Then fourthly, we have the Vajrasattva purification. Und viertens haben wir dann die Vajrasattva Reinigungspraxis. This is concerned with purifying strong beliefs. Und da geht es darum, starke Glaubenssätze oder Ansichten zu läutern. It could be beliefs in the family of aversion, self-hatred, I'm a bad person, I'm useless, I only cause trouble. Also das könnten Glaubenssätze sein, die zur Familie des Hasses gehören, wie dass man sich selbst hasst oder dass ich schlechter Mensch bin, dass ich dass ich nutzlos bin und nichts Gutes mache. Or it could be an attachment to positive ideas about oneself. I'm so special, I'm so beautiful, I'm so intelligent, I'm so rich, which would be obscuration arising in the house of desire.
Oder es könnte Verblendung geben, die aus dem Haus des Haben-Wollens, des Festhalten-Wollens kommen, wie ich bin so schön, ich bin so reich, ich bin so intelligent, ich bin was ganz Besonderes. Or it could be more basic, a sense of personal existence, enduring identity grounded in the house of opacity. Oder dann könnte es halt im Haus der Verblendung sein, dass man glaubt an eine persönliche Existenz, dass man selber fortwährend ein etwas oder jemand ist. I exist, I am. Ich existiere, ich bin. When this is a kind of basic position, it can take on all sorts of formations without ever being exposed to examination. Wenn das so eine Grundposition ist, die wir haben, dann kann sich das auf alle Arten und Weisen ausdrücken, ohne dass wir das wirklich je direkt überprüfen oder sogar wahrnehmen. It's axiomatic. We take it as just a given. Es ist wie ein Axiom, das heißt, wir nehmen das einfach als selbstverständlich hin. So this is what Vajrasattva is purifying, so that we see that our presence is not resting on any of these concepts, and also none of these concepts tell us anything true about our true being. Und das ist, worum es in der Läuterung durch Vajrasattva geht, dass wir all diese Dinge, dass da all das nur Ideen sind, die wir über uns selber haben, und dass all diese Konzepte, all diese Ideen uns nichts Wahres darüber sagen, wer wir denn wirklich sind. And then finally we have the 100,000 repetitions of the Guru Yoga. Und dann zuletzt haben wir die 100.000 Wiederholungen des Guru Yoga. The Guru stands as the one who is awakened without limitation. Der Guru steht für denjenigen, der erwacht ist und der ohne jedwede Einschränkung ist. But we see some problem with the Guru. Aber dann sieht man vielleicht ein Problem mit dem Guru. How can they be perfect if they behave like this and that? Wie können die vollkommen sein, wenn die so oder so sich verhalten? Oh, but the text says they are perfect. Aber dann sagt ja der Text, die sind perfekt. I'm not stupid. I can see what they do. Oh, ich bin nicht dumm. Ich kann ganz genau sehen, was die machen. Then you read the text again, you have to think, oh, maybe I am stupid. Und dann liest man den Text nochmal und denkt, aber vielleicht bin ich ja doch dumm. Because I'm starting from the belief or the proposition that my own ideas, which are not mine, tell me the truth about everything. Und wenn ich fange ja an von dem Standpunkt aus, dass meine eigenen Ideen, die ja gar nicht meine sind, mir die Wahrheit über alles sagen. Maybe I can't trust my ideas. Vielleicht kann ich meinen Ideen nicht wirklich vertrauen. This is very, very intimate. This is like the underwear. This is the innermost clothing. Das ist sehr, sehr intim. Das ist wie unsere Unterwäsche. Das ist die ganz innere Schicht unserer Kleidung. I have to trust the Guru more than myself. Ich muss dem Guru mehr vertrauen als mir selbst. The Guru is appearance and emptiness. Der Guru ist Erscheinen und Leerheit. And I am appearance and me. Und ich bin Erscheinen und ich. So I don't want to be not me. Also ich will ja nicht mehr ich sein. But the Guru walks and talks and does all kind of things. Aber der Guru läuft und redet und macht alle möglichen Sachen. They are functioning
die funktionieren. They have a wide range of functioning. Wir haben eine ganz große Spannbreite von Funktionen. But maybe it's not spinning around a central point the way I seem to turn around the idea of I, me, myself. Aber vielleicht drehen die sich nicht so um einen festen Punkt, wie ich mich wie es mir scheint, ich mich immer um den Punkt von ich und mir und mich drehe. Fusing with the guru, whether it's in the tantric visualization system or in the guru yoga of the white R or in any of many systems. Das Verschmelzen mit dem Guru, ob das nun im tantrischen Visualisationssystem ist oder in dem Guru-Yoga mit dem weißen A oder anderen dieser Systeme. This arises as a method of opening to emptiness and then manifesting from emptiness. Dies ist eine Methode, die auftaucht, um uns für Leerheit zu öffnen und dann als Leerheit selbst zu erscheinen, aufzutauchen, zu sein. That is to say, in ordinary life, I believe I manifest from me. Also das heißt, also näher gesagt, im normalen Leben scheint es mir so, als ob ich selbst als ich manifestiere. There is some kind of profound inner essence, which is me. Da gibt es irgendwie eine ganz klare, tiefe, innere Essenz, die ich ist. And that's the kind of ground I stand on, my inner basis from which I manifest into the world. Und das ist der Grund, auf den ich stehe. Das ist die Basis, von der ich in die Welt hineintrete. So the Guru Yoga, which is the relaxing into the state of the Guru. Und der Guru Yoga ist das Entspannen hinein in den Zustand des Guru. Is the method to release us from the delusion that this reified, contrived inner essence actually exists. Das besteht darin, dass also dieses Entspannen in den Guru, das befreit uns davon, von dem Glauben an die Echtheit dieser Ich-Existenz, auf der wir zu stehen glauben. Then we start to experience the incredible, the difficult to believe spontaneity of the ground as it flows through us. Und dann fangen wir an, die wirklich unbeschreibliche, fast nicht zu glaubende Spontanität zu erleben, wie der Urgrund durch uns hindurchfließt. If I'm not settled in myself, looking out through my senses at all this other stuff. Wenn ich nicht mich in mir selbst zu Hause fühle und würde durch meine Sinne hinausgucken auf die Welt, auf all diese anderen Dinge draußen. We start to see that actually I'm never alone. Dann fängt man an zu erleben, dass ich wirklich eigentlich nie alleine bin. My formation is dynamic and situational. Dass meine Formungen sind dynamisch und situationsabhängig. How I think and feel and the sensations I have arise in relation with the weather, the seasons, where I am, if I'm hungry, and so on. Wie ich bin, wie ich mich verstehe oder wie ich mich ausdrücke, taucht ja auf mit dem Wetter zusammen, in Verbindung mit dem Wetter, mit den Jahreszeiten, mit der Situation, in der ich bin, ob ich Hunger habe und so weiter. I am part of a field which is co-emergent.
Ich bin Teil eines Feldes, was gemeinsam entsteht. Everything arises at once, and I am part of the all-at-onceness. Alles taucht auf einmal auf und ich bin Teil dessen, was gleichzeitig erscheint. So this is a brief description of the function of the 5 aspects of the ngöndro. Also das ist jetzt eine kurze Beschreibung von der Funktion, die diese 5 Aspekte des ngöndro haben. The formal ngöndro is a method for achieving these aims. Das formelle ngöndro ist eine Methode, die sich mit dieser Zielsetzung befasst. So is it necessary to do this? Also die Frage ist es notwendig, dies zu tun? That depends. Das hängt davon ab. Some people will say it is necessary. Manche Leute sagen, es ist notwendig. Other people will say, look at yourself. Andere Leute sagen, schau dich selber an. But should I do it? Aber sollte ich es machen? If you ask your mother if you should tidy your bedroom, what will she say? Wenn du deine Mutter fragst, ob du dein Zimmer aufräumen sollst, was wird sie sagen? Oh, if you ask the teacher, he say, yeah, do the ngöndro, of course. Also wenn du den Lehrer fragst, dann sagt er, na ja, klar, mach den ngöndro. But do you need to do it? Aber musst du es wirklich machen? Well, that depends how you are. Also das kommt doch drauf an, wie du bist. Are you close with yourself? Are you close? Close with yourself. Are you close to yourself, but are you with yourself? Okay. Bist du dir selber nah? Bist du selber nah an dir dran? Do you see how you emerge in different situations? Siehst du selber, wie du in unterschiedlichen Situationen auftauchst, erscheinst? Do you know that this life is a dream? Weißt du, dass dieses Leben ein Traum ist? Do you know that you will die and everything you know will vanish? Weißt du, dass du sterben wirst und alles, was du weißt, verschwinden wirst? That this morning is gone. Heute Morgen ist vorbei. If you're in Western Europe, the afternoon is gone. Wenn du in Westeuropa bist, ist der Nachmittag auch weg. And then the night will be gone. Und dann wird die Nacht auch vorbei sein. It's here, Jetzt ist es hier, but ungraspable. aber man kann es nicht greifen. So if you're really awake to that, you don't need to do the ngöndro. Also wenn man sich dessen wirklich klar ist und man wach in dieser Situation ist, dann muss man den ngöndro nicht tun. But certainly some experience of doing the ngöndro is probably helpful. Aber die Erfahrung davon zu haben, den ngöndro zu praktizieren, ist wahrscheinlich schon hilfreich. Especially because these are 5 activities. Insbesondere, weil das ja 5 Aktivitäten sind. Although in the field of Dzogchen, many activities have been developed, like the Semsin and so on. Auch wenn es im Rahmen des Dzogchen viele verschiedene Aktivitäten, die darin entwickelt wurden, gibt, wie zum Beispiel die Semsin. The heart of Dzogchen is not to do anything. Ist das Herz des Dzogchen ja gar nichts zu tun. To relax into the unborn openness as your own ground. Sondern sich zu entspannen in diese ungeborene Offenheit, die unser eigener Urgrund ist. And then to allow experience to arise and pass as it does. Und dann Erscheinungen auftauchen zu lassen und wieder gehen zu lassen, wie sie das ja tun. Without falling under the power of habitual patterns of identification. Ohne in gewohnheitsmäßige Identifikation hineinzufallen und denen die Macht über uns zu geben. However,
it's easy to say, relax and open. Natürlich ist es sehr leicht zu sagen, entspann und öffne dich. But we are very energetic. Aber wir haben ja sehr, sehr viel Energie. So if you have to take small children on a car journey, Wenn du mit kleinen Kindern in eine lange Autofahrt machen musst, it's better to first take them into the park and have them run around and climb the trees and go down the slides for half an hour. dann ist es besser, mit denen erst in den Park zu gehen, wo sie dann rumrennen können und auf die Bäume klettern können und auf die Rutsche gehen können. Then they're a bit tired. Dann sind sie ein bisschen müde. So if you do the 5 activities of the ngöndro, it will tire you out. Also wenn du die 5 Aktivitäten des ngöndro machst, dann wird dich das etwas müde machen. And that helps to weaken the habitual pattern of arousal, which is I form myself through dynamic identification with activity. Und das wird dieses gewohnheitsmäßige Muster des Aufregens, des Angeregtseins etwas schwächer sein, indem wir uns ständig immer wieder mit unserer Aktivität identifizieren. So if you've been at work all day and you Also, come home and you're tired, also wenn du den ganzen Tag bei der Arbeit warst und nach Hause kommst und müde bist, it may be that you're carrying too much tension in your body to be able to relax. dann könnte es sein, dass du zu viel Spannung im eigenen Körper trägst, um zu entspannen. There might be a problem from work which is going round and round inside you, or you feel a resentment against the way the boss was talking to you. Es könnte sein, dass irgendein Problem gab bei der Arbeit, das dich sehr beschäftigt oder dass dir was nachhängt, wie der Chef mit dir geredet hat heute. So then doing 21 prostrations and reciting the Bodhisattva vow a number of times might be a way of usefully, dharmically shifting your composition in that moment. Dann könnte es sein, dass 21 Niederwerfungen zu machen und das Bodhisattva-Gelübde mehrmals zu rezitieren, dass das eine nützliche und dharmische Art und Weise ist, deine geistige Einstellung etwas zu verändern. All of these rituals and practices are methods. All diese Rituale und Praktiken sind ja Methoden. If you know the function of the method, Wenn du die Funktion der Methode verstehst and you start to see your own pattern of limitation, obscuration, intense arousal, and so on, und man seine eigenen Muster versteht von Begrenzung oder dumpf sein oder angeregt sein, then you can start to see which method you need to use. dann kann man auch verstehen und dann auch sehen, welche Methode jetzt gerade nützlich ist. Although we pray to the Guru sometimes as the father Guru or mother Guru, Also auch wenn wir manchmal zum Guru beten, dem Vaterguru oder der Mutterguru, actually, when you do the practice, you have to be able to trust yourself. muss man auf jeden Fall trotzdem, wenn man die Praxis macht, sich selbst vertrauen. When you feel like a lost and lonely child, then you pray to the Guru. Wenn du dich fühlst wie ein verlorenes Kind, was einsam ist, dann bete zum Guru. But it's difficult to do the Guru Yoga of the White A as a lost, lonely child. Aber das Guru-Yoga des weißen A ist schwer zu machen, wenn man sich wie ein einsames, verlorenes Kind fühlt.
Lost, lonely children become dispersed. They cry, they lose themselves. Einsame, verlorene Kinder sind ganz schnell, fallen auseinander, sie verlieren sich und brauchen Schutz. But to do the Guru Yoga, you need to be in yourself, present, able to mobilize fully into the practice. Aber um das Guru-Yoga zu machen, muss man präsent sein, in sich selbst sein, um sich selbst in die Praxis hineinzugeben und zu mobilisieren. That is to say, you have to collaborate with your own present situation, how you are manifesting, and apply the methods which could be useful for you in that position. Das heißt, man muss eine Kollaboration machen, eine Zusammenarbeit zwischen dem Zustand, wie der sich, unserem eigenen Geisteszustand, wie der sich gerade manifestiert, und der Methode, die darauf oder darin angewendet werden kann. Okay. So now we get a more abstract kind of question. Jetzt kommt eine andere Frage, die ist ein bisschen abstrakter. And this question is, the Dzogchen teachings tell us that all external and internal reality is mind. Die Dzogchen-Lehre, so geht die Frage, sagen uns, dass alle externe und interne Realitäten der Geist sind. So we might reframe that as all that appears to be real and truly existing is in fact the energy of the mind. Also das könnte man ein bisschen anders ausdrücken, vielleicht alles, was wahr oder echt zu sein scheint und zu existieren scheint, ist ein Ausdruck der Energie des Geistes. So the questioner continues, that is, all phenomena, sensations, perceptions, thoughts, and so on are projected into our mind. Und die Frage geht jetzt weiter. Das heißt, alle Erscheinungen, alle Gedanken, alle Empfindungen, alle Gefühle sind in unseren Geist projiziert. So I would rephrase that as all these mental experiences, including sensations and perceptions, arise in our mind. Also ich würde das auch wieder ein bisschen anders ausdrücken. Und zwar, dass alle geistigen Erfahrungen inklusive Empfindungen und Wahrnehmungen in unserem Geist auftauchen. Passing through our mind. Die kommen in und wieder aus dem Geist heraus. Sie fahren dadurch. And only appear to be ours if the deluding ego self nexus claims them as its own possessions or creations. Und sie scheinen uns nur uns zu gehören, wenn das Ego selbst sie als unseres erkennt und aufgreift. So then it goes on. This seems to be an idealistic conception of reality as opposed to the materialistic vision which we are used to in the West. Und das scheint eine idealistische Auffassung der Realität zu sein, im Unterschied zu der materialistischen, in die uns vom westlichen Welt her sehr vertraut ist. So this is very helpful for us. Das ist sehr, sehr hilfreich für uns. This is a question from somebody who is struggling to see how the Buddhist notion of how the world is can fit with the background Western philosophical idea. Das ist eine Frage von jemand, der mit dieser Frage kämpft, wie denn diese buddhistische Ansicht passen kann in das, was wir in der westlichen Welt um uns haben. We can't empty out our whole history of education and the books we've read and conversations we've had.
Wir können das uns ja nicht entleeren von all unserer Ausbildung, die wir hatten, all die Bücher, die wir gelesen haben, all der Kultur, die um uns ist und in der wir aufgewachsen sind. But if we are going to go deeply into the Buddhist understanding, Aber wenn wir tief in das buddhistische Verständnis eintauchen, then it might be very helpful to see that Buddhism proposes a range of views or ways of viewing. dann ist es vielleicht hilfreich zu wissen oder zu verstehen, dass der Buddhismus eine ganze Bandbreite von Sehen oder Arten, etwas zu sehen, anbietet. It's as if you had a big laboratory microscope. Es wäre so, als hätte man ein großes Mikroskop in einem Labor. And you could adjust the level of magnification. Und man könnte die Verstärkung jeweils auf- oder zudrehen, höher So oder niedriger. When you put it up to +5, you see things you couldn't see with the naked eye. Also wenn man das auf +5 stellt, dann kann man Dinge sehen, die man mit dem bloßen Auge gar nicht erkennen kann. And if you put it up to +20, you see things which you couldn't see with the naked eye or at +5, but naked eye and +5 have vanished. There's only +20. Aber wenn man dann auf +20 stellt, dann sieht man Dinge, die weder das nackte Auge noch +5 sehen konnte. Aber was das nackte Auge und +5 sehen konnte, sieht man dann überhaupt nicht mehr. The way of seeing reveals different worlds. Also die Art des Sehens zeigt uns unterschiedliche Welten. So we normally view the world through the lens of duality and reification. Normalerweise sehen wir erleben oder sehen wir die Welt durch die Linse des Dualismus und des Dinghaftmachens. When we look in this way, we get the world we know, our daily world, with shops and buses and so on. Und wenn wir auf die Art und Weise sehen, dann befinden wir uns in der Welt, die wir alle kennen, mit Läden und mit Bussen und all so weiter. Then we look at the world in terms of a bodhisattva intention, for example. Und dann können wir die Welt ansehen aus der Linse der Absicht eines Bodhisattvas zum Beispiel. So then when we see sentient beings, whether it's birds or fish or cows or humans, Und wenn wir dann empfindende Wesen sehen, ob das nun Vögel sind oder Fische oder Kühe oder menschliche Wesen, these have all been our mother in a previous life. die sind alle unsere Mutter in einem vorherigen Leben gewesen. And we have an obligation to help them. Und wir haben die Pflicht, ihnen zu helfen. So that's bringing a kind of ethical turn into our perception of the world. Also das bringt ganz direkt eine ethische Einstellung in unsere Wahrnehmung der Welt hinein. We're not looking at things out there, we're looking at the obligations flowing through the network of relatedness which we are already part of. Wir sehen nicht Dinge da draußen, sondern wir sehen wir empfinden und als Teil dieses Netzwerks der Pflichten, das uns verbindet und in dem wir schon ein Teil sind. So that's why we can study these 9 different yanas, the 9 major views with all their subsections. Und deswegen, also auf die Art und Weise können wir die 9 hauptsächlichen Yanas studieren mit all den Unterpunkten, die uns diese Sicht dieser 9 Yanas erklären. So from that point of view, it's not that we have an idealistic conception of reality. Also das heißt also nicht von diesem Standpunkt aus, dass wir eine idealistische
Verständnis der Realität haben. The Buddhist view is that everything is illusion. Die buddhistische Sicht ist, dass alles eine Illusion ist. The world is full of appearances which can be experienced. Die Welt ist voller Erscheinungen, die erfahrbar sind. Hot and cold feel very different. Heiß und kalt fühlen sich sehr anders an. These are qualities of appearance. Das sind Qualitäten des Erscheinenden. You can't homogenize everything into just one thing. Man kann nicht alles homogenisieren in nur ein Ding. Yet, the diversity of all the possibilities which we encounter Aber die Unterschiedlichkeit all der Möglichkeiten, die uns begegnen, is not pointing to a mass of different things. weist nicht darauf hin, dass es eine Masse von unterschiedlichen Dingen gäbe. Everything arises at once, Alles taucht auf einmal auf, like a reflection in a mirror, wie die Reflexion in einem Spiegel. instantly, just like this. In einem Moment, genauso gerade jetzt. We experience, Wir erfahren, but we don't experience something. There is no referent, there is no inner essence or outer essence which is behind what appears. also wir erfahren, aber wir erleben nicht etwas. Es gibt nicht da draußen eine Essenz, die eine innere Essenz von uns in uns drin erlebt. So the logic of the Buddhist view cannot be mapped onto the Western view, and neither can the Western view be mapped onto the logic of the Tibetan view. Also man kann die nicht so übereinander schichten, dass man eben die Logik der buddhistischen Sicht auf der westlichen Ansicht verwurzelt, oder auch andersrum kann man nicht die westliche Sicht importieren in die buddhistische Sicht. So the questioner continues, how does this idealistic vision, everything is mind, Also die Frage geht jetzt weiter, wie diese idealistische Schauung, alles ist Geist, how does this fit with the madhyamaka philosophy where any conceptualization is avoided? wie passt das zusammen mit den Konzepten des Madhyamaka, wo jede Idealisierung vermieden wird? The basic issue here is, can the truth be spoken? Der Hauptpunkt hier ist die Frage, kann die Wahrheit ausgesprochen werden? We're probably all familiar with the image of the six blind men and the elephant. Uns ist wahrscheinlich das Bild allen vertraut von den 6 blinden Männern, die um einen Elefanten sind. One is grabbing the trunk, one the tusks, one the tail, and so on. Einer fasst die Beine an, einer den Schwanz, einer den Körper und so weiter. Each of them is doing their best in terms of the limited amount of information coming to them from what they hold. Und jeder bemüht sich, so gut er nur kann, und nimmt Bezug auf diese begrenzte Information, die er hat. But even if they discuss together and combine their bits of information, they can't generate the image of the whole. Aber selbst wenn die das miteinander besprechen und ihre Bilder alle zusammenfassen, ist es immer noch sehr schwer, ein Bild des Gesamten zu bekommen. The whole is greater than the sum of its parts. Das Ganze ist größer als die Summe der Einzelteile. And so
if you look at the various Buddhist views as philosophical systems, as they are sometimes considered, Also wenn man sich die verschiedenen buddhistischen Systeme als philosophische Systeme ansieht, so werden sie manchmal verstanden, and you compare and contrast them, und man die dann miteinander vergleicht und Kontraste findet, you will see complex patterns, but never the whole. dann wird man komplexe Muster finden, aber nie das Ganze. In fact, you will be putting on more clothes rather than taking them off. Also man wird mehr Kleidung aufnehmen, als mehr Kleidung wieder anziehen, als man ablegt. These views, madhyamaka or the yogacara, whatever, these are also tools. They are methods. Diese Ansichten, Madhyamaka oder Yogacara, das sind auch Werkzeuge, das sind Methoden. So the central point from the Buddhist understanding is wisdom is grounded in emptiness. Also der zentrale Punkt von dem buddhistischen Verständnis ist, dass Weisheit sich auf Leerheit begründet. That's why Nagarjuna was famous for not establishing any position. Aus dem Grunde war Nagarjuna berühmt dafür, nicht eine einzige Position zu etablieren. When he encountered the propositions of others, he said, neti, neti, not this, not this. Wenn er die Vorschläge von anderen hörte, sagte er, neti, neti, nicht dies, nicht dies. And yet, on top of that, many mountains of words have been built in terms of the philosophy. Aber darauf aufbauend sind viele Berge von Philosophien und Worten entstanden. The mind itself is not a concept. Der Geist selbst ist keine Idee, kein Konzept. Yet it is the bright, hospitable space which illuminates the movement of concepts, beliefs, arguments, disagreements. Sondern es ist der helle, leuchtende, der Raum, der Gastfreundschaft zeigt, allen Glauben, allen Ideen, allen Vorstellungen. So as the meditation texts say, if you know one thing, if you know the one truth, everything is revealed. Everything goes free. Wie die Meditationstexte sagen, wenn du eine Wahrheit weißt, dann wird alles befreit, dann ist alles frei. Diese eine Wahrheit. The one is the empty, ungraspable nature. Und diese eine Wahrheit ist die leere, nicht zu ergreifende Natur. This sets everything free. Das befreit alles. Because then you see all appearances are the appearance of emptiness, not the appearance of something. Denn dann siehst du, dass alles, was erscheint, die Erscheinung von etwas ist, nicht von die Erscheinung von etwas ist, nicht von etwas Bestimmten. The central point is experience the emptiness of your own mind. Der zentrale Punkt darauf ist, die Leerheit des eigenen Geistes zu erleben. We've looked at this many times. Und das haben wir uns viele, viele Male angesehen. Does the mind come from someplace? Does it stay someplace? Does it go someplace? Kommt der Geist von irgendwoher? Verweilt er irgendwoher? Geht er irgendwo hin? If you learn to read your own mind, it will be much better than reading any book. Wenn du lernen kannst, deinen eigenen Geist zu lesen, dann ist das sehr viel besser, als irgendein Buch zu lesen. Philosophy is compassion.
Philosophie ist Mitgefühl. It cannot establish emptiness. Es kann nicht Leerheit etablieren. It might establish the idea of emptiness for a scholar, Für einen Gelehrten kann das vielleicht die Idee von Leerheit etablieren oder erläutern, but emptiness itself can't be established. aber Leerheit selbst kann nicht so erläutert werden. So philosophy is compassion because it's like a set of little screwdrivers to allow you to loosen the screws holding some of your core beliefs in place. Also Philosophie ist Mitgefühl, weil das ist wie so, als hätte man eine ganze Reihe von Schraubenziehern, die uns dabei helfen, all die Schrauben zu lockern, die unsere grundsätzlichen Glauben festklammern. So it should be like a massage. Es sollte wie eine Massage sein. Should soften you and loosen you, make you more flexible. Dich etwas aufweichen oder weicher machen und etwas flexibler machen. The only place to find the truth is your mind. Der einzige Ort, die Wahrheit zu finden, ist unser eigener Geist. Okay, we have time maybe for one more. Jetzt haben wir vielleicht noch Zeit für eine Frage. If we have had teachings on powa, the ejection of the mind out of the body, Wenn wir Unterweisung hatten über Powa, wo der Geist aus dem eigenen Körper ausgestoßen wird, and we can eject our consciousness successfully into a pure land at the moment of death, und wir unser Bewusstsein im Moment des Todes in ein reines Land ausstoßen können, does that mean we skip the stage of child meet mother luminosity? bedeutet das, dass wir den Punkt überspringen des Leuchtens, wo das Kind die Mutter trifft. All the pure lands are forms of the mother-child luminosity. Alle reinen Länder sind Formen des Leuchtens, der Begegnung von Mutter und Kind. For example, the Mandala Palace of Padmasambhava in the copper-colored mountain is called Pema, lotus light. Zum Beispiel heißt der Mandala-Palast von Padmasambhava in den kupferfarbenen Bergen Pema Hö. Das ist das Lotuslicht. The lotus is emptiness. Lotus The ist die light Leerheit. is the clarity of emptiness. Und Lotus ist Leerheit und das Licht ist die Klarheit der Leerheit. So when you arrive there, you arrive with a body of light within the field of light. Also wenn man da ankommt, dann kommt man an in einem Körper des Geistes innerhalb eines Feld des Lichts, einem Körper des Lichtes innerhalb eines Feld des Lichtes. So the second aspect to this question is, it's said that the Bardo is not here, not there, not past, not future. Does that mean the Bardo is also illusory? Und der zweite Teil der Frage ist über das Bardo. Die Frage ist, es wird gesagt, der Bardo ist weder hier noch da, nicht im Gegenwart, nicht in der Zukunft. Bedeutet das, dass Bardo auch illusionär ist? Yes. Ja. Quick answer. Das war eine schnelle Antwort. So then it continues, Bardo is just another way of saying in between. But if there is nothing to be in between, no A and B. Und dann geht es weiter mit der Frage, Bardo bedeutet ja auch dazwischen. Aber wenn es nichts gibt, wo es kein A und B, wo etwas dazwischen sein kann, then the Bardo is just a label, actually. ist Bardo dann eigentlich nur ein Etikett.
That is correct. Das stimmt auch. All of these structures, it's just what I was saying before, all of these structures are compassion. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, all diese Strukturen gibt es wegen Mitgefühl, sind Mitgefühl. The indescribable field of non-dual co-emergence Das wirklich unbeschreibliche Feld des nicht-dualen Erscheinens, the Dharma Dhatu, der Dharma Dhatu, the space or sphere or openness of all possible phenomena, der Bereich, das Feld aller erscheinenden Phänomene, everything is there. alles ist da. When you have your experience of this space, it arises for you in particular patterns. Wenn du dein Erleben dieses Raumes hast, dann taucht es für dich in bestimmten Mustern auf. So as you as you participate in the Dharma Dhatu, it manifests as your experience. Also wenn du im Dharma Dhatu teilnimmst, dann stellt sich das dar als dein Erleben. If we imagine early in the morning, you are in a big health farm. Wenn wir uns vorstellen, wir sind morgens früh in einem großen Gesundheitsfarm. They have 3 equally built swimming pools. Wir haben da 3 gleich gebaute Schwimmbäder. There are 3 people going to eat, one person going to each of these ponds. Und es gibt jetzt 3 Leute, die jeder in eins der Schwimmbecken geht. The water is very still. Das Wasser ist sehr still. The first swimmer is a little anxious and goes down the steps into the water. Der erste Schwimmer ist ein bisschen unsicher und geht langsam die Stufen runter ins Wasser hinein. Swimming with the breaststroke. Und schwimmt mit Brustschwimmen. The waves are rippling out in front of them. Und die Wellen, die formen sich vor ihm hin. The next person dives in very gracefully. Die nächste Person taucht unter direkt, aber sehr elegant. And they swim with the crawl stroke, Und cutting through the water. die kraulen und schneiden damit durch das Wasser. Their legs are going up and down, and lots of little waves are moving out. Die Beine gehen hoch und runter und es gibt ganz, ganz viele kleine Wellen, die sich da formen. And the third person goes up the steps and dives in with a big splash. Und die dritte Person geht die Stufen hoch und springt da mit einem ganz großen Schwung da rein. And then swims doing the butterfly stroke so that their arms are out and crashing on the water. Und dann schwimmen die in dem Schmetterlingsschwimmen und ihre Arme fallen und schneiden durch das Wasser. The potential of each of these pools was the same in the beginning when the water was calm. Das Potenzial eines jeden Schwimmbeckens war genau gleich, als das Wasser ganz ruhig war. But the mode of participation of the swimmers evokes the water into very different patterns of communication. Aber die Art und Weise, wie der Schwimmer damit umgeht, formt ganz unterschiedliche Musterungen im Wasser, in denen er dann in Kommunikation steht. So it's like that. Although we have words like Bardo or pure land, they're not referring to some fixed place.
Also das ist genau das Gleiche. Auch wenn wir Worte benutzen wie Bardo oder reines Land, dann geht es da nicht um irgendeinen festen Ort. For example, I have been in Berlin many times, Zum Beispiel bin ich ganz häufig schon in Berlin gewesen, but because I have stubbornly refused to learn any German, aber weil ich ganz einfach kein Deutsch lernen werde, ich weigere mich, my experience of Berlin is very different from a German person going to Berlin. deswegen ist mein Erleben von Berlin sehr unterschiedlich zu einer deutschen Person, die nach Berlin geht. They are participating through the language, which links them with the culture, and I'm looking at the shape of the buildings and the people, mediating it through my own assumptions and interpretive matrix. Die Deutsch sprechen können, die haben dann Verbindung durch die Sprache und durch die Kultur. Und ich nehm das auf ich sehe Formen durch meine Augen, Formen von Häusern, Formen von Menschen. Und das wirkt dann wiederum auf meine Ideen oder Vorstellungen. Subject and object are not entities. Subjekt und Objekt sind nicht Einheiten. They are sites of emergence of linked energy or pulsations in the field of energy. Sind ein Pulsieren im Feld der Energie oder ein Raum, in dem Energie auftauchen kann. So then the last part of the question, what is child luminosity and how do we know we have recognized it via our practice? Und der letzte Teil der Frage ist dann, was ist kindeshaftes Leuchten und woher wissen wir, dass wir das durch unsere Praxis erlebt oder erkannt haben? How do we know? Wie wissen wir? Well, it depends who is asking the question. Es kommt darauf an, wer die Frage fragt. The ego self will not know. Das Ego selbst wird nicht wissen. The ego self is unable to recognize that it is in fact the child luminosity. Das Ego selbst ist nicht in der Lage zu erkennen, dass es selbst das Kind dieses Leuchtens ist. The ego self is blind to how it actually is because it keeps asserting that it is something which it is not. Das Ego selbst ist blind zu dem, wie es wirklich ist, weil es immer wieder darauf besteht, etwas zu sein, was eigentlich nicht ist. What I was describing there as a field of emergence. Was ich da beschrieben habe, war ein Feld, in dem erscheint. Aspect of our participation in the field of emergence is where the mother, which is the field, and the child, which is always already in the field, emerge together. Was da beschrieben wird, ist, dass die Mutter, die das Feld ist, und das Kind, was gleichzeitig im Feld erscheint, das Kind ist immer schon in diesem Teil des Feldes. How will we recognize this? Wie können wir das erkennen oder verstehen? You can't. Du kannst es nicht. This word recognize is very dangerous. Dieses Wort erkennen ist sehr schwierig, es ist auch gefährlich. It indicates a stable phenomena which was known before and can be known again. I recognize my shoes. Also im Englischen ist das mehr wie ein Wiedererkennen und das bedeutet dann ein stabiles Phänomen, das man wiedererkennt und sagt, ich erkenne hier meine Schuhe. The mind is not something you recognize. Der Geist ist nicht etwas, was man wiedererkennen kann. Recognition belongs to duality.
Wiedererkennen ist Teil der Dualität. I recognize what this is. Ich erkenne wieder, was dies ist. This is my red pen. Dies ist mein roter Stift. I have used it a lot, so it's almost empty of ink. Ich habe das viel benutzt, deswegen hat er fast keine Tinte mehr. I have held it in my hand many times. Ich habe sie sehr viel in meiner Hand gehalten. This is the basis of recognition. James recognizes his own pen. Das ist die Grundlage des Wiedererkennens. James erkennt seinen eigenen Stift wieder. Subject and object. Subjekt, Objekt. But the luminosity is the unborn emergence within the unborn. The field of emergence is also unborn, and it is direct. It's not processed through concepts. Aber dieses Leuchten besteht darin, dass das Selbst, das Ungeborene, gleichzeitig erscheint mit dem Feld des Ungeborenen, und das Dasein darin sein ist direkt. Das hat nichts mit Erkennen zu tun, mit dem Wiedererkennen. This is why in Tantra and in Dzogchen and in Mahamudra there is attention to devotion. Und daher ist in Tantra, in Dzogchen und im Mahamudra wird Hingabe für sehr wichtig gehalten. You have to have faith. Man muss Vertrauen haben. It's not a dogma to believe in. Es ist nicht ein Dogma, an das man glaubt, which would give you something to hold on to. Weil das würde uns ja etwas geben, an dem wir uns festhalten können. Rather, it's a kind of open-hearted faith. Stattdessen ist es ein offenherziges, gläubiges Vertrauen. A trust. Ja, Trauen. I don't have to protect myself against this. Ich muss mich nicht gegen dieses verteidigen. So I don't need the buffer zone of my habitual clothes to protect me. Ich muss da keinen Abstand beibehalten meiner Kleidung, die ich so gewohnt bin, um mich dagegen zu verteidigen. Through relaxing and opening in this way, dadurch, dass wir uns entspannen auf diese Art und Weise und öffnen, allowing myself more openness to my naked mind, erlaube ich mir selbst mehr Offenheit meinem eigenen nackten Geist gegenüber. The non-duality or non-separation or non-difference of the naked field and the naked mind is obvious. Die Nicht-Dualität oder die Nicht-Unterschiedlichkeit des nackten Selbst und des nackten Feldes ist offensichtlich. It's like that. So ist es. And you won't know, but you will be. Du wirst es nicht wissen, aber du wirst sein. And if you are, then you are. Und wenn du bist, dann bist du. It's exactly what Garabdorji says in these three statements. Das ist genau das, was Garabdorji in seinen drei Aussagen sagt. The first is open to how it is. Die erste ist, öffne für das, was ist. Second is, don't remain in doubt. Don't think about how it is. Und das zweite ist, verweile nicht in Zweifel, denke nicht darüber nach, wie es ist. And thirdly, continue in this way. Und drittens, mach einfach so weiter. Don't do anything else. Dann mach nichts anderes. It's enough. Das reicht. Because the feeling that I need more or it could be different, I could change it. This is little subtle karmic traces which have not yet been released.
denn das Gefühl, ich brauche mehr oder irgendwie brauche ich das anders, das sind subtile karmische Spuren, die noch nicht aufgegeben sind oder entspannt sind. Okay, so this brings us to the end of this evening. So kommen wir zu dem Ende jetzt für heute Abend. Thank you to the translators. Danke an die Übersetzer. And to Pedro. Und an Pedro. And we could do with some new questions, so please send them in if you have any questions you'd like to have unpacked a little bit. Und wir können auch noch mehr Fragen gebrauchen. Also wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie bitte ein, dass wir die ein bisschen uns ansehen können. Good. Nice to see your faces. Schön, eure Gesichter alle zu sehen. Bye bye. Tschüss. Bye, Jane. Bye. Thank you. Bye, Jane. Bye. Thank you. Bye bye. Laat hem mute toch. Thanks, thank you. Laat de James. Thank you. James, bye. Thanks, James. Yo. Thank you. Thank you. Ja, de Pedro. Ja, de James. Ja, de mute.